Aber wenn du sagst, wir haben gesündigt, in honesty and humility, in Ehrlichkeit und Demut, God is willing to listen. dann ist Gott bereit zu hören. So this is the crux of intercession. Das ist also das Wesentliche der Fürbitte. It's taking the place of the sinner, Man nimmt den Platz des Sünders ein, identifying with the sinner, man identifiziert sich mit dem Sünder and saying, we have sinned. und sagt, wir haben gesündigt. Now, when you can say that in sincerity and humility, Und wenn du das in Ehrlichkeit und Demut sagen kannst, God will listen. wird Gott zuhören. But he's not willing to listen to the prayer of the Pharisee, Aber er will nicht das Gebet eines Pharisäers hören. who went into the temple Zwar des Pharisäers, der in den Tempel hineingegangen ist, with a tax collector. mit einem Zöllner. And he said, God, I thank you, I'm not like this tax Und er collector. sagte, Herr, ich danke dir, ich bin nicht so wie dieser Zöllner. I do all these righteous things. Ich mache lauter gerechte Dinge. And the tax collector only said, God, be merciful to me, a sinner. Und der Zöllner sagte lediglich, Herr, sei mir Sünde gnädig. And Jesus said the tax collector was justified, Und der Jesus sagte, der Zöllner wurde gerechtfertigt and the Pharisee had nothing from und der God. Pharisäer ging leer aus. He went back just the same way he came. Er ging unverändert nach Hause. One of the, I hope I can say this and be forgiven. One of the obvious problems of the Austrian people is this. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig formuliere. Eins der deutlichsten Probleme des österreichischen Volkes ist Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. Will you come to the place where you can acknowledge your sin? Könnt ihr zu dem Platz kommen, wo ihr eure Sünden bekennt? Will you acknowledge, I'm the sinner? Kannst du zugeben, ich bin der Sünder? I'm the one that needs God's mercy? Ich bin derjenige, der Gottes Barmherzigkeit braucht. I have a series of messages that I entitle The Way Up is Down. Ich habe eine Reihe von Lehren tituliert, der Weg nach oben ist der Weg nach unten. And it never has been popular in America. Diese Reihe war in den Vereinigten Staaten nie sehr beliebt. But I hear that it's selling very well in this part of the world. Aber ich stelle fest, dass hier in diesem Erdteil, dass die Menschen das sehr gern kaufen. Which gives me real hope for the people in this part of the Das world. gibt mir echte Hoffnung für die hiesigen Menschen. Because you have to discover that. Denn das müsst ihr feststellen. The way up is down. Der Weg nach oben führt nach unten. Exalt yourself and you'll be abased. Er erhöht dich und du wirst erniedrigt. Humble yourself and you'll be exalted. Erniedrige oder demütige dich und du wirst erhöht. And you see, humility is a decision. Seht ihr, Demut ist eine Entscheidung. It's not an emotion. Es ist kein Gefühl. You have to decide. Du musst dich entscheiden. Jesus said you're invited to a party Jesus sagt, du wirst zu einem Fest eingeladen and you have to decide where you're going to sit. und du musst dich entscheiden, wo du dich hinsetzt. You can go to the top table and sit there, Du kannst zu dem vorderen Tisch gehen und dich da hinsetzen. or you can go and sit in a little corner somewhere. Oder du kannst dich in die Ecke gehen und dich da But he hinsetzen. said if you go to the top table, Aber er sagte, wenn du zu dem Kopftisch gehst, it may be very embarrassing könnte es sehr peinlich werden. because the man responsible for the party will say, but this place is reserved for somebody else. Denn der Gastgeber möge sagen, dieser Platz ist für einen anderen reserviert. And so you'll have to get up and walk down to the lowest place. Und so wirst du aufstehen müssen und deinen Platz in der Ecke But suchen. Jesus said if you take the lowest place to start with, Aber Jesus sagte, wenn du als erstes in die Ecke gehst, zu dem and niedrigsten remember Platz, that's a decision, und das ist eine Entscheidung, but if you make that decision, aber wenn du diese Entscheidung triffst, there's only one way you can go. gibt es nur einen Weg, den du nachher gehen kannst. That's up. Und das heißt nach oben. So we have this decision Und wir müssen diese Entscheidung treffen. in many different situations. In vielen unterschiedlichen Situationen. We have to make up our minds, will I take the low place or the high place? Wir müssen uns entscheiden, ob wir den niedrigen Platz einnehmen oder den hohen. But if you take the low place, God will lift you up. Aber wenn du den niedrigen Platz einnimmst, wird dich Gott erhöhen. I suggest it's worth it. Ich gebe zu bedenken, es lohnt sich. Now we'll read the prayer of Daniel. Wir lesen Daniels Gebet. And we won't spend a long time on it, Wir verbringen hier nicht allzu viel Zeit, but I want you to notice again and again, Daniel says, we, not they. aber ich will, dass ihr festhaltet. Immer und immer wieder sagt Daniel nicht sie, sondern wir. We read from verse 4 through verse 8 of Daniel 9. Les ab 4 bis 8 im 9. Kapitel.
Ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach, ach, Herr, du große und schreckliche Gott, der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die dich lieben und deine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt, Unrecht getan. Wir sind gottlos und widerspenstig gewesen und von deinen Geboten und Rechten abgewichen und haben deinen Knechten, den Propheten, nicht gehorcht, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten und Vätern und zu allem Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, allen Juden und Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Land, seien sie nah oder fern in allen Ländern, dahin du sie verstoßen hast, weil sie sich an dir vergangen haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, Fürsten und Vätern, dass wir gegen dich gesündigt haben. That is the perfect pattern of intercession. Das ist das vollkommene Modell oder Muster der Fürbitte. And I want you to see that that position is not open to everybody. Und ich möchte, dass ihr seht, nicht jeder kann so beten. Daniel was a representative of the Jewish people. Daniel war Vertreter des jüdischen Volkes. He was a leader amongst them, Er war einer ihrer Leiter and he was totally part of the Jewish people. und er war vollkommen, total Teil des jüdischen Volkes. And he had suffered in the judgment of God upon Jerusalem. Er hatte auch unter dem göttlichen Gericht über Jerusalem gelitten. Now, I could not be an intercessor for Austria Ich könnte kein Fürbitter für Österreich sein, because I am not identified with Austria. weil ich nicht mit Österreich identifiziert bin. I could be an intercessor for Britain Ich könnte ein Fürbitter für Großbritannien werden or even for the people of Jerusalem where we oder live. für das Volk, für die Menschen in Jerusalem, wo wir wohnen. But it has to be someone who is genuinely identified with those for whom he's praying. Aber es muss jemand sein, der gleichgestellt ist und identifiziert mit denen, für die er betet. So I wonder how the Lord will see the people of this area. Wie sieht der Herr die Menschen in dieser Gegend? Will he be surprised that there's no intercessor? Wird er sich wundern, dass es keinen Fürbitter gibt? I can teach you the principles, Ich kann euch die Prinzipien beibringen, but I cannot apply them for you. aber ich kann sie an eurer Stelle und Stadt nicht anwenden. It says God searched for a man among them Es heißt, Gott suchte einen Mann unter ihnen, who would make up the hedge and stand in the gap. der diesen Zaun aufbauen würde und in den Rest treten würde. All right, now I have two more points. Ich habe 2 weitere Punkte. We read in Numbers 35, verse 33, Wir lasen vorhin in 4. Mose 35, 33. 4. Mose 35, 33. That when blood defiles a land, Dass wenn Blut ein Land entweiht, there has to be an atonement. muss es ein stellvertretendes Opfer geben. And so it is true in this situation. Und so ist es auch in dieser Situation. We can only pray on the basis of an accepted atonement. Wir können nur auf der Grundlage eines angenehmen, eines akzeptablen Opfers beten. If we come on any other basis, God will not receive us. Wenn wir auf irgendeine anderen Grundlage kommen, wird uns Gott nicht annehmen können. I often tell individuals this. Ich sage Folgendes oft zu einzelnen Personen. Your life is under a curse. Dein Leben steht unter einem Fluch. It may be the fault of your parents or it may be your own fault. Vielleicht bist du selber schuld, vielleicht waren es deine Eltern. But there is only one basis on which God will hear your prayer. Aber es gibt nur eine Grundlage, auf welche Gott dein Gebet erhören wird. And that is the sacrifice that Jesus has made on behalf of all of us. Das ist das Opfer, das Jesus für uns alle gebracht hat. And if you do not come on that basis, Und God wenn- will not hear you. Und wenn du nicht auf dieser Grundlage kommst, wird dich Gott nicht erhören. We often try to earn something from God. Wir versuchen oft bei Gott etwas zu verdienen. We try to tell God how careful we've been, how many good things we've done. Wir sagen Gott, wie vorsichtig wir gewesen sind und wie viele gute Dinge wir tatsächlich getan haben. That is not unimportant, Das ist nicht unwichtig, but it's useless when it comes to getting your prayer answered for
deliverance. Aber das ist unnütz, es ist sinnlos, wenn es darum geht, dass unser Gebet, unsere Bitte um Befreiung erhört werden sollte. There is only one basis that God will accept. Es gibt nur eine für Gott akzeptable Basis. I want to emphasize this Und ich möchte dieses betonen, because many of you come from a religious background, denn viele von euch kommen aus einem religiösen Hintergrund. and typically religious people think we have to do something to earn God's mercy. Und typischerweise denken religiöse Menschen, wir müssen etwas tun, um Gottes Barmherzigkeit